In den nächsten Minuten nehmen wir euch mit auf unsere Reise nach Kroatien. Bei denkbar schlechtestem Wetter sind wir unterwegs auf der Autobahn Richtung Süden. Und wir machen erste Erfahrungen mit den Mautboxen in Österreich und Slowenien. Sowie erwartet uns der erste Urlaub ausschließlich auf Campingplätzen und zum ersten Mal mit der Axicard. Bleibt dran, wenn euch unsere Erfahrungen interessieren. Bitte unterstützt uns durch einen Daumen nach oben und mit einem Abo, damit unser kleiner Kanal weiter wachsen kann. Vielen Dank! Österreich. Und wann muss es das erste Mal piepsen? Ja, wenn wir reinfahren, geht irgendwelche Schranken. Ab jetzt wird's spannend. Hier gäbe es auch noch eine Go-Box direkt an der Grenze. Mitte September 2024. Der ein oder andere erinnert sich sicher gut an die schweren Unwetter mit Überschwemmungen in Bayern, Österreich und Slowenien. Genau das war der Anreisetag für unseren ersten Kroatien-Trip. Doch es ist was ganz anderes, das uns auf dieser Hinfahrt nervös macht. Also eine ganz blöde Frage. Sind wir schon in Österreich? Also Grenzübergänge sind ja wirklich unspektakulär. Ja, da stand ja ganz Salzburg. Juhu, es funktioniert. Erster Pieps. Es piept! Juhu, es piept. Ich glaube, ich piepe. Ihr piept's wohl. Ab geht's nach Kärnten. Hatte ich das schon erzählt? Wir haben 200 € aufgeladen. Wir haben, glaube ich, die erste Anlaufstelle genommen, wo es eine Go-Box gab. Da hatte man keine Ahnung und konnte uns nicht weiter informieren. Deswegen wissen wir nicht, wie viel wir jetzt wirklich brauchen. Aber das werden wir ja dann irgendwann rauskriegen und werden euch informieren. Für die Maut in Österreich haben wir letztendlich für Hin- und Rückfahrt 162 € verbraucht. Nächster spannender Moment steht vor uns. Noch 3,5 Kilometer bis zum Tauerntunnel. Hätte ich mal nichts gesagt. 100 Meter später ist schon wieder Stau. Da lacht er. Fiesling. Haben wir gesagt, abwarten. Guck, Blockabfertigung da hinten, da stopp. Oh, stopp. Blockabfertigung. Und ich wollte mal kurz erwähnen, wir sind auf dem Weg in eine Art Sommerurlaub bei 6 Grad. Ich habe die richtigen Klamotten mit. Schön kurze Hosen, T-Shirts. 2 neue Badehosen gekauft. Ich Geil. bin gespannt, ob du irgendwas davon gebrauchen kannst oder ob wir noch Winterklamotten kaufen Bei müssen. dem Regen kannst du schön noch mit der Badehose draußen rumrennen. Da wirst du nicht so nass, ne? Ah, ist auch nicht schlecht. Olli, was hast du zu erzählen? Guck dir an, wo der Schnee liegt. Zack, da ist schon Schnee. Alles weiß. Einfahrt in den Tunnel ging jetzt doch sehr schnell und bei der Einfahrt hat es natürlich auch wieder gepiept. Wie, was amüsierst du dich? Schneeflockensymbol. Schneeflocke! Hammer. In der Gegenrichtung ist übrigens ganz schön Ja, viel guck, Stau. hier. Ja, ich sehe das schon die ganze Zeit, dass das wird immer mehr Schnee. Komm, den Schnee mal näher. Oh nee, oh nee, oh nee. Juhu, Schnee! Hatte ich schon erwähnt, wir sind mit Sommerreifen unterwegs. Also, Sommerurlaub. Ja, Spätsommerurlaub. ja. Da kann man auch nicht mitrechnen, dass hier mal so im September Schnee fällt. Straßen sind doch. Ja. Aber wie man sieht, ganz Kroatien wird leer sein, weil die sind nämlich alle auf dem Rückweg. Ne? Absolut. Die Schneefallgrenze ist auf jeden Fall unter 700 Metern. Das ist viel tiefer, ist auch noch Schnee. Tiefer liegt auch noch Schnee. Ich dachte, Schneefallgrenze wäre bei 1000 Meter. Wir sind ja 754. Ja. Gleich mal rechts, da Schnee liegt. Die liegt aber unter uns. Tatsache, Schnee auf den ganzen Bergen, und auf den Tannen. Ist noch unter uns. Dr. Rode gerade. Nee, doch nicht. Ich finde das unglaublich. Ich bin hier am Rumjaulen wie sonst was und Olli, der grinst und lacht und macht und tut. Ich freue mich. Schnee. Der erste Schnee. Oh, ey, guck mal, wir brauchen eine Schneebrille, wir werden schneeblind.
835. Und wir können den Rodel auspacken. Kann ich mit den Schuhen überhaupt raus? Musst du, glaube ich, mal eine Wanderschuhe Also ich rausmachen. glaube, Schuhe ist dein kleinstes Problem. Hast du Mütze, Schal dabei, Handschuhe, Geh mal eine Seite, Eiri. Schneebrille. Warte. Juhu, Winterurlaub. Guck mal hier, Schnee. Was ist das? Oh, Hammer, oder? So viel Schnee haben wir den ganzen Winter nicht gehabt, wie jetzt hier im Sommer. Keine Sachen mit. Ja, freut mich. Ich glaube, Airi möchte gleich noch mal raus. Ab in den Schnee. Eiri möchte am liebsten hier bleiben. Jetzt Eiri. eine Gucktauern ein, dann kann man noch übernachten. Airi, möchtest du Winterurlaub machen? Ein paar Meter tiefer und schon ist der Schnee wieder vorbei. Oh, ein paar Meter ist gut, 327. Auf der anderen Seite vom Berg. Ach nee, Höhe 1309. Was erzähle ich da? Okay, es ist nur auf der anderen Seite vom Berg. Hier liegt kein Schnee. Also ab ins Lungau. Ich weiß gerade nicht, welcher Tunnel das hier ist. Atschbergtunnel. Jetzt piepst es bestimmt gleich. Mach ich doch. Da geht es ins Maltertal. Und da unten, wo man vielleicht eine Burg erkennen kann, da ist Gmund und da gibt es das Porsche-Museum. Beides sehr empfehlenswert, können wir schon bestätigen. Burg Landskron am Osjacher See. Kann man besichtigen und eine Flugvogel, nee, wie heißen die Viecher? Adlerflugshow, Greifvogel. Greifvogelshow. Und es Genau. gibt Affen. Und Affen, genau, den Affenberg gibt es auch. Ja, das ist der Affenberg. Lohnt sich auf jeden Fall. Der Karawankentunnel. Über 7,5 Tonnen müsste man da Da ist hinfahren. Go. Da ist Go. Hätte man hier wahrscheinlich auch schon mal kaufen können. Ach so. Nee, Go. Da ist Go, müssen wir ja jetzt gleich kaufen. Ah, stimmt, ein Schild mit das. Ja? Ja, ich fahre da hinterher. Weißt du? Mhm. Das ist mal der nächste Raststätte-Plan, oder? Ja. Oder wie ist das denn? Ja. Aber noch sind wir nicht im Karawankentunnel, oder? Ja. Das kommt hier jetzt. Olli, reiß dich zusammen, bitte. Das ist schon ein mehrbrückiger Tunneldeck. Oh, Mann. Jetzt aber dann. Und nach dem Tunnel müssen wir ja erst die Dings kaufen. Also wird es jetzt gleich piepen, nehme ich mal an. Oder auch nicht. Ja. Hier fahren wir jetzt gleich auf den slowenischen Rastplatz, um die Darsko-Box zu kaufen. So der Plan. Und da ist wahrscheinlich für die Rückfahrt die Bezahlung für die Maut. Die müssen wir als Wohnmobil auch einzeln bezahlen auf der Rückfahrt. Wo müssen wir hin? Keine Ahnung. Ja? Nee, es sieht nach einer Ausfahrt aus. Aber auf jeden Fall. Hier ist jetzt erst die Hier und Abfahrt. Da unten die Dings. Ja, wahrscheinlich. Ach ja, hier ist jetzt richtig eine Abfahrt und dann kommt eine Tankstelle und da müssen wir hin. Ja, und der vor uns fährt da auch ab. Daran orientieren wir uns jetzt. So, die slowenische Go-Box haben wir jetzt auch. Wir haben 70 € quasi aufgetankt. Es soll wohl hin und zurück 66 kosten. Wir schauen mal.
An der Scheibe wird es langsam voll. Jetzt haben wir die DARS Go-Box für Slowenien. Und die ersten Kilometer auf slowenischer Straße liegen hinter uns. Insgesamt haben wir noch knapp 200 Kilometer. Und die Temperatur steigt auch an. Wir sind jetzt bei 12 Grad. Yeah, Hunger. Doch Sommerurlaub. Es hat gepiept. Für Slowenien hat das Maximum, was wir aufladen mussten, gereicht. Aber es ist nicht viel übrig geblieben. Nach 600 Metern die Ausfahrt nehmen. Die Ausfahrt nehmen. In 340 Metern biegen Sie links ab. Danach erreichen Sie das Ziel. Ankunft in Novigrad. Wir haben hier außerhalb vom Campingplatz geparkt. Wir hätten allerdings weiterfahren können durch diese Schranke und immer geradeaus runter bis zu dem kleinen weißen Häuschen, wo sich die Rezeption befindet. Dort haben wir eine Karte bekommen und uns dann zu Fuß auf den Weg gemacht, um uns einen Platz zu suchen. Wahrscheinlich aufgrund des schlechten Wetters, also für Kroatien war es wirklich sehr schlecht, und auch weil wir uns schon in der Nachtsaison befunden haben, gab es sehr viele freie Plätze, was uns die Auswahl umso schwieriger gemacht hat. Direkt neben der Rezeption gibt es einen Mini-Supermarkt, bei dem ihr morgens zum Beispiel Brötchen kaufen könnt. Außerdem gibt es auf dem Campingplatz 2 Restaurants und mindestens 3 Sanitärhäuser. Es gibt einen Premium-Camping-Bereich direkt neben dem Hundestrand und auch ansonsten viele verschiedene Kategorien. Mitten am Wasser oder direkt unter den Pinien. Mit der Axicard kann der mittlere Bereich belegt werden. Eine große Anzahl an Mobile Homes gibt es auch. Guten Morgen, Olli. Guten Morgen, Kerstin. Na, hast du gut geschlafen? Sehr gut geschlafen. Sehr gut geschlafen. Toll, ne? Und die Brötchen sind schon alle weggeputzt. Alles weg. Olli hat beschlossen, er ist schon groß und stark, jetzt muss er noch dick und rund werden. Ich habe schon zu viel gefrühstückt. Unser Ausblick. Da hinten sieht man irgendwo das Meer. Ein bisschen wärmer kann es noch werden. Erstes Frühstück muss drinnen stattfinden. Was wollen wir heute machen? Die Seele baumeln lassen. Haha, Ja, Kerstin hat schon gesagt, Fahrradfahren. das möchte ich sehen, dass du die Seele baumeln lässt. Hallo? Ich bin immer ganz geschillt im Urlaub. So 17 bis 18 Uhr. Und ab 23. 23. Los geht's. Der Campingplatz liegt außerhalb von Novigrad. Zu Fuß entlang der Küste sind es keine 2 Kilometer bis ins Zentrum. Alternativ startet direkt am Campingplatz die Touribahn.
Nicht weit von hier entfernt verläuft die Parenzana, eine alte Bahntrasse, die heute eine bekannte Fahrradroute von Triest bis Poreč ist. Sie führt durch einige interessante Bergdörfer. Auf die Tour haben wir uns sehr gefreut, allerdings kam es etwas anders als erwartet. Gestartet sind wir in Novigrad. Das erste Stück an der Straße entlang war nicht so schön, aber es war jetzt auch nicht so lang. Aber links neben mir Wohnwagen, rechts neben mir Fußgänger und ich musste irgendwie dazwischen jonglieren, dass ich keinen touchiere. Jetzt sind wir abgebogen in eine etwas ruhigere Gegend und fahren am Fluss Mirna entlang, bis wir dann einen steileren Anstieg, ich glaube hoch nach Grošnjan haben. Und danach geht es dann hügelig auf und ab weiter, bis wir irgendwann wieder zurück nach Novigrad fahren. Unser erster Zwischenstopp war das Künstlerstädtchen Grošnjan und dort begann für uns auch die Fahrt auf der Parenzana. Bis dahin mussten wir allerdings bereits 20 Kilometer fahren und einen Großteil der Strecke am Fluss Mirna entlang, auf einer sehr holprigen und dadurch nicht empfehlenswerten Strecke. In Grošnjan haben wir die Fahrräder in der Nähe des Friedhofs abgestellt. Tatsächlich hätten wir sie auch direkt im Ort sehr gut anschließen können. Nach einer kleinen Jause haben wir uns den sehenswerten Ort angeguckt. Vergessen waren vorerst die Strapazen bis hierhin. Das Künstlerstädtchen Grošnjan hat uns gut gefallen. Genau das, was wir mögen. Schmale Gassen, es gibt viel zu entdecken, alte Häuser, die liebevoll hergerichtet sind. Und immer wieder um eine andere Ecke drumherum und immer wieder was Neues. Wir hatten auch Glück, es war nicht so sonderlich voll, war schon gut besucht, aber das war okay. Und ja klar, es ist touristisch, es ist nun mal ein Künstlerstädtchen oder ein Künstlerdorf. Fanden wir ganz interessant, da mal rechts und links in die Geschäfte zu gucken. Unter der Parenzana habe ich mir dann doch irgendwie was anderes vorgestellt. Ich dachte, das wäre so ein schön, gerade ausgebauter Weg, wie wir das aus Italien schon gewohnt sind. Vielleicht habt ihr unser Video von der Blumenriviera gesehen. Das ist hier jetzt nicht so, aber naja gut, mit unseren Rädern kann man hier natürlich gut fahren. Aber ich hatte es mir noch gemütlicher vorgestellt. Nächstes Ziel ist dann Buje. Was für ein Fest platzt man hier denn wieder rein? Ich weiß auch nicht, was hier wieder los ist. Das war nichts, wir dürfen hier nirgendwo rein. Das wird nicht unbedingt in unsere Top-10-Liste der schönsten Radtouren eingehen. Kann man machen. Wenn man es nicht macht, verpasst man auch nicht so viel. Zum Abschluss sind wir mit der kleinen Bahn zur Stadtbesichtigung von Novigrad gefahren. Mit der Bimmelbahn ab ins Zentrum. Für 2,50 € und 1 € Hund. Leider hat Kroatien uns nicht mit typischem Sonnenschein verwöhnt. Der Besuch von Novigrad hat sich trotzdem gelohnt. Die historische Altstadt liegt auf einer kleinen Halbinsel. Vom Hafen aus haben wir die schmalen Gassen und den Weg zwischen Küste und Stadtmauer erkundet. Das war unsere Regenpausenüberbrückung.
Fazit der ersten Tage in Kroatien: Mit dem Mautsystem hat alles unkompliziert geklappt. Unsere erste AXI-Erfahrung war auch ganz unspektakulär. Obwohl um uns herum alle gesagt haben, das Wetter wäre so schlecht wie nie in Kroatien, haben wir uns spontan in diesem Land sehr wohl gefühlt und waren voller Vorfreude auf die nächsten 2,5 Wochen.